Also ich spiele Rollenspiele, seit ich 11 Jahre alt bin und bin über die frühen Computerrollenspiele dazu gekommen und habe dann erfahren, das kann man auch auf einem Tisch spielen mit anderen Leuten in sozialer Art und Weise. Und ja, dann haben sich die Schulfreunde versammelt am Tisch und haben, so wie halt Kinder Rollen spielen, Rollen gespielt. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann, so hoffe ich, ein wenig professionalisiert. Und ja, und jetzt viele, viele Jahrzehnte später sitzen wir halt hier. Also ich glaube, im Grunde ist es das Wichtige, ein wenig Eskapismus, ein bisschen vom Alltag entfliehen natürlich, ein bisschen Held sein, ja, ohne dass man selbst sich in Gefahr begibt, ein bisschen mit Freunden interagieren, Spaß haben. Viele von den Leuten, mit denen ich angefangen habe zu Rollenspielen, sind heute noch gute Freunde. Das ist sicher der wesentlichste Teil, weil alleine Rollenspielen kann man nicht. Das heißt, das ist intrinsisch ein soziales Hobby, auch in Corona-Zeiten dann halt online gewesen. Und somit ist das, glaube ich, der wesentlichste Teil, einfach eine gute Zeit mit Freunden zu haben. Ein bisschen aus dem Tellerrand hinausschauen, ein bisschen über sich hinauswachsen, Dinge tun, die man im realen Leben nie tun könnte oder nie tun wollen würde. Mal ausprobieren, der Böse zu sein oder der strahlende Held. Also das sind alles Dinge, die kann man im Rollenspiel erleben. Und gefahrlos, man kann experimentieren, man kann seine Social Skills trainieren, man kann extrem viel machen. Und ich denke, jeder Einzelne, den ich kennengelernt habe, mit dem ich länger gespielt habe, ist auch als Person, als Mensch gewachsen im Laufe der Jahre. Ja, ich habe mir lange überlegt, was könnte ich spielen. Natürlich, nachdem ich doch schon ein bisschen spiele, mir gedacht, das ist jetzt irgendwie langweilig, irgendwas Althergebrachtes zu spielen. Also spiele ich einen Rabenvolk-Paladin, also einen aufrechtgehenden Rabenvogel in glitzernder Rüstung, hoffen wir mal, der dem Sonnengott dient. Ein junger, unerfahrener Vogel, den man ausgesetzt hat auf den Tempelstufen und der nichts anderes kennt als die devoten Dienst an der Gottheit und an der Gemeinschaft. Schauen wir mal, wohin es ihn zieht im Laufe der Geschichte. Ja, ich denke, das kann schon eine Art Leuchtturm sein, egal wohin er dich führt, wohin er die anderen Leute führt. Natürlich ist es auch immer spannend zu sehen, wie wird dieser moralische Kompass getestet. Wohin kann sich dieser moralische Kompass dann vielleicht doch ausrichten? Bleibt das immer starr, immer dogmatisch oder kann es auch vielleicht ein bisschen pragmatisch werden im Laufe der Zeit, sich an die Gegebenheiten anpassen? Niemand bleibt unveränderlich, auch jemand, der frisch aus der Kirche kommt und sagt, so ist es. Man kann noch das ein oder andere Wunder erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, zuallererst einmal muss ich sagen, ist es natürlich spannend und beeindruckend zu sehen, mit welcher Professionalität hier an die Arbeit gegangen wird, auch wenn man das nicht immer sofort sieht vor der Kamera, aber hinter der Kamera tut sich eine ganze Menge. Und es ist natürlich spannend, dass auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist, unter vieler Augen zu tun und dann auch die Konsequenzen seiner Handlungen im Internet zu erleben, wie die Leute darauf reagieren, was für Ideen dazukommen, welches Feedback kommt, die Community sich da einbringt, in welcher Art und Weise auch immer. Also ich glaube, es ist trotzdem es ein Medium ist es ein gemeinschaftliches Medium und wir werden uns im Rahmen unserer gemeinsamen Sitzungen, aber auch im Austausch mit der Community weiterentwickeln und das Projekt veredeln, wie du so schön gesagt hast vorhin.